Moin meine Freunde des selbsterzeugten Stroms und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Hilfe von Unimeter fast jedes beliebige Smart Meter in der Indevolt App für eure Indevolt Systeme nutzen könnt. Ich werde euch das Ganze hier etwas vereinfacht zeigen mit einem Home Assistant Add-on. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze auf verschiedene Arten und Weise zu installieren. Am besten schaut ihr dann einmal auf das GitHub-Projekt, was ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wie gesagt, hier werden wir uns nur auf die Installation über Home Assistant einmal konzentrieren. Was brauchen wir? Ja, wir brauchen eine Home Assistant Installation, die Add-ons unterstützt, beziehungsweise in der neuesten Version heißt das Ganze Apps. Und wir brauchen zwei Add-ons. Wir brauchen einmal die File Editor Add-on und wir müssen das Unimeter Add-on installieren. Ja, wie machen wir das? Wir gehen also hier unten auf Apps installieren und dann können wir uns hier direkt erstmal das File Editor Add-on runterladen. Ich habe das Ganze bereits runtergeladen, ist nur ein Klick und dann dürfte hier eine Schaltfläche herunterladen sein. Wenn wir das File Editor Add-on haben, dann holen wir uns das Unimeter Add-on. Das funktioniert, indem ihr hier oben rechts auf Repositories klickt und den Link des GitHub-Projekts hier entsprechend einfügt und hinzufügen sagt. Der Link dieses GitHub-Projekts ist dieser hier. Wie gesagt, ist dann nochmal in der Videobeschreibung. Fügt ihn hier hinzu und dann haben wir entsprechend Zugriff auf dieses Unimeter Add-on. Wenn ihr das Ganze hinzugefügt habt, ja, dann können wir hier noch einmal nach Updates entsprechend suchen, damit die Datenbank neu eingelesen wird. Und dann ist das in meinem Fall hier ganz unten zu finden. Ihr könnt das Ganze hier auch suchen, indem ihr einfach Uni-Meter sucht oder so ähnlich. Und dann findet ihr das hier. Ja, und dann können wir auch schon mit der Konfiguration des Ganzen beginnen. Wir klicken uns das hier einmal an und installieren Unimeter. In meinem Fall braucht das relativ lange, weil ich das auf einem Raspberry Pi laufen habe. Also lasst einfach einen Moment installieren, holt euch kurz einen Kaffee und dann sieht man sich nach 2 bis 3 Minuten wieder. In meinem Fall ging es jetzt sogar überraschend schnell. Aber wie gesagt, wenn es bei euch etwas länger installiert, dann habt einen Moment Geduld. Alles klar. Gut, dann gehen wir hier in den Tab einmal Konfiguration und wir kopieren uns hier den entsprechenden Namen heraus. So muss später unsere Konfigurationsdatei heißen, wo wir dann unser Input- und Output-Device eintragen. Habt ihr euch das kopiert? Gehen wir einmal wieder zurück in den Info-Tab und dann starten wir die Anwendung. Auch hier, das Starten kann eine ganze Zeit dauern. Wartet einfach. Also es ist je nachdem, auf welcher Hardware ihr euer Home Assistant installiert habt. Beim Raspberry Pi kann das Installieren und das Starten einfach einen Moment dauern. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Ganze installiert wurde. So, nach schlanken 2 Minuten ist das Add-on dann entsprechend bei mir installiert. Wie ihr seht, ist das Ganze jetzt auch gestartet und wenn wir das Ganze das erste Mal starten, wird ein entsprechender Ordner angelegt im Dateisystem, wo wir dann unsere Konfigurationsdatei anlegen können. Und nun kommt der File-Editor ins Spiel. Wir gehen also wieder zurück, klicken unseren File-Editor an und sagen dann Benutzeroberfläche öffnen. Wir müssen jetzt hier oben auf den entsprechenden Ordner gehen, dann, dass in dieser Leiste nur ein Slash drin ist, das heißt, dass wir im Root-Verzeichnis sind und müssen dann hier entsprechend auf Add-on Configs und hier dürfte jetzt ein Ordner sein, der Unimeter heißt. Dort klickt ihr einmal rein und erstellt hier eine neue Datei mit dem Namen, den wir uns eben rauskopiert hatten. Okay. Die Datei klicken wir jetzt noch einmal an. Und wenn das bei euch hier in der Leiste so aussieht, dann können wir diese Datei jetzt entsprechend beschreiben. Für die initiale Konfiguration macht es durchaus Sinn, einmal in das GitHub-Projekt zu gehen, um uns da die initiale Konfigurationsdatei herunterzuziehen.
Oder wir können das auch gleich so machen, wenn ihr bereits wisst, welches Gerät ihr mit welchem emulieren wollt, dann könnt ihr auch direkt hier unten in diese Linksammlung gehen. Ich werde das Ganze mit der Linksammlung machen, weil ich genau weiß, dass ich einen Tibber Pulse habe und ich möchte das Ganze als Echo Tracker emulieren. Gehen wir also hier erstmal auf Input Device Configuration. Das sind alle Input Devices, die von dieser Integration unterstützt werden. Wie ihr seht, haben wir hier jede Menge Smart Meter, die als Datenträger für unsere In-the-Vault-Systeme dienen können. Hier haben wir auch den Tibber Pulse. Und dann sehen wir hier eine Beispielkonfiguration, wo der Tibber Pulse als Input dient und ein Shelly Pro 3EM als Output. Für uns ist erstmal interessant, den Input zu kopieren. Dann gehen wir wieder zurück und gucken, als was wollen wir denn unseren Output emulieren. Beim Output sind nur 3 Geräte. In meinem Fall möchte ich gerne einen Echo Tracker emulieren. Klicken wir also hier auf Echo Tracker und dann sehen wir, okay, Echo Tracker wird letztendlich nur Output reingeschrieben und beim Output Device wird nur Echo Tracker definiert. Ist also letztendlich nichts Großartiges, was man hier in die Konfigurationsdatei groß reinschreiben muss. Man kann hier noch einen alternativen Port definieren, man kann noch sagen, wie der heißen soll, was für eine MAC-Adresse der bekommen soll. Sind aber alles alternative Sachen. In der Regel wird das alles automatisch gesetzt. Hier können wir noch sagen, in welchem Intervall die Daten zum Beispiel auch aktualisiert werden sollen. Macht meiner Meinung nach wenig Sinn, das auf einen langsamen Wert zu setzen als den schnellsten Wert, den man haben kann, aber kann man hier alles machen. Wenn ihr aus den ganzen Schnipseln dann eine entsprechende Datei zusammengebaut habt, dann können wir das hier einfügen. Ich habe mir das hier einmal entsprechend vorbereitet. Also ich habe hier als Input meinen Tibber Pulse, als Output benutze ich den Echo Tracker. Dann können wir hier, wie in der Konfigurationsdatei gesehen, Echo Tracker als Output Device setzen. Ich habe hier noch als alternativen Parameter MDNS auf True gesetzt, weil das sonst von der In-the-Vault-App immer nicht so ganz zuverlässig gefunden wird. Also wenn ihr einen Echo Tracker emuliert, würde ich euch empfehlen, dieses MDNS hinzuzufügen. Als ich den Shelly emuliert habe, musste ich das nicht hinzufügen, da das auch so funktioniert. Genau, und hier ist mein Tibber Pulse. Der ist entsprechend auf dieser IP-Adresse verfügbar. Man muss einen Benutzernamen und ein Passwort mitgeben. Und wenn man einen Shelly emuliert, dann muss man bei Mastag speichern hier noch mitgeben, dass sozusagen diese 3 Phasen emuliert werden. Das Ganze habe ich beim In-the-Vault-Gerät ebenfalls gemacht. Was der letztendlich macht, diese Parameter, ist, dass man hat beispielsweise 100 Watt. Ja, also 100 Watt ist das, was mein Tibber Pulse ausliest direkt am Zähler. Und er setzt dann alle 3 Phasen in 3 gleichmäßige Stücke, so dass es 100 Watt ergibt. Okay, habt ihr also eure Unimeter-Config nun entsprechend fertig? Dann können wir die ganze hier oben rechts einmal speichern. Und dann gehen wir einmal zurück in den Apps-Tab zur Unimeter. In den meisten Fällen wird das Ganze jetzt hier gestoppt sein, weil wenn er diese Konfigurationsdatei entsprechend nicht findet, dann stoppt der Dienst sich irgendwann wieder von selbst. Wir haben die Datei jetzt also angelegt mit einer gültigen Konfiguration und wir können das Ganze jetzt hier einmal starten. So, das Ganze ist jetzt gestartet, braucht einen Moment, bis es entsprechend hochfährt. Und um jetzt zu sehen, ob entsprechend Daten ankommen, indem ihr diese URL aufruft, also http:// dann eure IP-Adresse von Home Assistant /v1/JSON. Und wenn ihr das Ganze dann im Browser eingibt und ihr bekommt Daten angezeigt, dann seid ihr ready, um das Ganze in der In-the-Vault-App einzurichten.
Und wie ihr einen Smart Meter in der Indevolt App entsprechend einrichtet, das zeige ich euch in einem anderen Tutorial. Schaut mal gerne auf der Indevolt Playlist auf meinem Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Gerne Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.